Ja, liebe Freunde, schönen guten Morgen hier im kühlen Beuerberg. Wir haben November und ich habe jetzt hier ein Auto, was wir normalerweise gar nicht präsentieren. Das ist ein Range Rover, der fast neu ist. Und das ist ein Auto, was ich selber hatte. Das ist das zweite Auto, was wir jetzt präsentieren, was mir selber gehört hat. Ich habe den Wagen mir vor 2 Jahren gekauft, habe 1,5 Jahre gewartet, bis er da war. Das ist nämlich in Longview Base, ein langer. Und ich bin da 60 geworden. Ich dachte, jetzt bestellst du dir mal ein neues Auto. Hast da richtig Freude dran. Die habe ich auch gehabt mit dem Auto. Und ich bin hier so gut wie gar nicht gefahren. Und jetzt haben wir hin und her überlegt, da wir am Ende hier auch fast Platzprobleme haben, wir gesagt, komm, das ist zu schade, dass der so viel steht, verkaufen wir ihn weiter. Also ich besitze das Auto jetzt genau 2 Jahre. Der ist 2020 im September ausgeliefert worden. Ich bin der Erstbesitzer und das Auto hat jetzt original 16.000 Kilometer gelaufen. Das ist natürlich gar nichts. Und da wie die Autos, die ich selber fahre, hier so fliegen wie jeden teuren Oldtimer, ist der praktisch neu. Ich glaube, das könnt ihr sehen. Der hat die Farbe, die das englische Königshaus hat. Das ist so ein Weinrot Metallic. Das ist eine sehr, sehr dunkle Farbe, sieht wunderschön aus. Das Auto hat fast Vollausstattung. Dann schaut euch das mal an. Man kann daran erkennen, dass es ein langer ist hier, dass er halt eben weitaus größere Türen hat und es ist hinten zu sitzen und zu fahren, also ein absoluter Luxus. Und ihr könnt sehen, da hat nie jemand gesessen. Das ist praktisch ein Neuwagen. Der riecht neu, der ist neu, man kann das sehen. Er hat diese Autobiografie-Ausstattung hier. Dadurch kostet der Wagen also weitaus mehr. Ist also kein normaler Vogue. Hat dann hier, das könnt ihr in den Türverkleidungen sehen, wirklich alle Extras, elektrische Sitze, der hat ein Sitzgebläse, hat eine Klimatisierung. Also das Auto hat wirklich alle Extras oder fast alle Extras, die es bei dem Wagen seinerzeit gab. Hat auch hinten hier Bildschirme, also wenn man mitfährt, man hat da richtig die gesamte die ganze TV, wie heißt das, TV-Ausstattung oder Multimedia, ja. Multimedia, richtig, das war das Wort. Das ist Multimedia und schaut euch das mal an. Also das Auto ist ein Neuwagen, der hat neu gekostet 180.000 Euro. Ich bin wie gesagt der Erstbesitzer. Ich habe ihn versucht in dieser wunderschönen Farbe zu bestellen. Also er ist innen zweifarbig mit beige und tabakfarbenem Leder und außen ist er Weinrot. Hier könnt ihr das, glaube ich, gut sehen, da wo die Sonne gerade drauf scheint. Das ist eine wunderschöne Farbe, also die englische Queen hat die Autos auch in dieser Farbe. Sieht halt sehr, sehr diskret aus, sehr dezent. Und dann finde ich sowieso, das ist heute schon ein Klassiker. Es gibt ja mittlerweile den neuen Range Rover, der kostet 250.000 Euro, habe ich jetzt gelesen. Wir wollen für unser Auto 150.000 haben. Wir haben 180.000 bezahlt dafür. Erste Hand 16 gelaufen. Also das ist ein Wagen, da habt ihr lange Freude dran. Ach ja, und das Interessante ist, das ist der letztgebaute 8-Zylinder Diesel. Also soweit ich meinen Land Rover Händler verstanden habe, das war im September 20. Im September ist das vorbei gewesen. Das ist einer der allerletzten V8 4.4. Und das, was mir aufgefallen ist bei dem Auto, ich habe immer gedacht, er wird vielleicht 12 Liter verbrauchen. Ich habe aufgelaufen über die Zeit, das kann man ja runterdrücken im Computer, 9,3 Liter Durchschnittsverbrauch. Also wenn er jetzt nicht gerade 220 fährt mit dem Wagen, der fährt er fast 230, verbraucht er seine 9,3 Liter. Und das finde ich für ein Auto, was 2,6 Tonnen Leergewicht hat, extrem wenig. Also es ist wirklich gar nichts. Ich möchte euch das nochmal zeigen, dass er wirklich absolut schick aussieht. Ich mache hier auch nochmal auf. Also das ist alles neu. Ne? Das ist hier, da könnt ihr zuziehen, dass keiner reinguckt. Der ist ja eh schwarz im oberen Bereich. Also reingucken kann man nicht in das Auto. Dann dieses teure Holz, was ich mir bestellt habe, finde ich, sieht sehr, sehr edel aus. Hinten ist auch die Klimaanlage drin. Also der Wagen ist Königsklasse. Ja, den habe ich mir zum 60. geschenkt. Ich fahre ja im Jahr über 100.000 Kilometer und ich habe feststellen müssen, ich habe erst gedacht, ich fahre das im Wechsel mit dem anderen Auto, weil wir uns die Autos immer angucken müssen. Wenn uns Sammlungen angeboten werden, muss ich hinfahren. Aber ich habe es mit dem einfach nicht gemacht. Ich habe immer nur den anderen Wagen benutzt und in 2 Jahren 16.000 Kilometer. Ich sage mal, dafür ist er zu schade. Das heißt, derjenige, der das Auto jetzt kauft, der kauft wirklich einen Neuwagen. Ich mache ihn mal an. So, also hier vorne Fenster sind ganz offensichtlich, das ist eine Doppelverglasung. Das habe ich auch erst gemerkt, als ich mal die Fenster runter gemacht habe. Man merkt auch, wenn der hohe Geschwindigkeiten fährt, 180, das säuselt nur. Man hört den Wagen überhaupt nicht. Der fährt sich wie ein Rolls-Royce und hat ja im Grunde auch diese Rolls-Royce-Ausstattung. Ja, das ist die gesamte neue Elektronik bei dem Auto. Es ist ja ein Geländewagen mit allen Funktionen. Die haben wir hier vorne bei dem Auto. Hier ist die Bremse, wie man ihn zieht, hoch und runter, dann ist vorbei. Ein bisschen besonders ist die Automatik. Das ist ein Knopf, den könnt ihr drehen. Das ist rückwärts, das ist neutral und das sind dann die Gänge, wo es nach vorne geht.
Und wenn er anhält, P, dann fährt er sich nachher wieder runter, wenn ich das Auto ausmache. Hier ist Display, da ist die Rückfahrkamera. Also das Auto hat auch wirklich alle Extras, die es gibt, was die Elektronik angeht. Da ist die Navigation, da drücke ich jetzt mal drauf. Da seht ihr, wir stehen hier am Simsee in Beuerberg und es ist alles neu. Funktioniert auch wunderbar. Da hat er hier ein heizbares Lenkrad, übrigens auch elektrisch verstellbar. Dann sind hier die ganzen Tasten fürs Radio. Also ich sage mal, er hat auch übrigens Overhead-Display. Das ist hier vorne drin. Head-Up-Display heißt das. Das heißt, dass es in die Scheibe reingespiegelt wird, in welche Richtung man fährt, Navi und so. Dann ist hier... Das müssen wir da wegmachen, unsere ganzen Kugelschreiber und alles Ablage. Da vorne ist ein Kühlfach drin und hinten ist auch ein Kühlfach. Ja, und ansonsten hat der Wagen eigentlich, was es gibt. Dann hier zu den Sitzen, das ist vielleicht noch ganz interessant. Er hat Massagesitze, er hat beheizbare Sitze. Das macht man dann so, dass man die beheizt und wieder auch ausstellt. Da ist die Massagefunktion hier vorne. Also kann man sich alles einstellen, wie man lustig ist. Hier ist die Kühlung des Sitzes 3. Jetzt wäre ich gekühlt, wenn es heiß ist im Sommer. Und kann ich natürlich auch andersrum machen. Hat auch eine Sitzheizung. Ne? So, jetzt ist die Sitzheizung an. Und jetzt geht auch gerade die Massage los. Die kann ich dann hier wieder, kann man sehen, die Massagefunktion. Die ist jetzt gerade in Funktion. Kann ich aber auch wieder abstellen, dann war es das. Und hier kann ich auch nochmal hoch, runter, vorne, hinten die ganzen einzelnen Massageeinheiten einstellen. Hier vorne ist der Sitz unterteilt in mehrere Flächen oder Positionen. Da kann ich die Auflagefläche verstellen. Ich kann hier unten 3, hier oben Nacken, Kopfschüsse. Also man kann wirklich alles verstellen, was geht bei dem Auto. Und ich weiß nicht, ihr könnt das glaube ich sehen. Da hat noch nie jemand drauf gesessen. Das ist alles neu. Das seht ihr auch am Fußraum da vorne. Also der Wagen hat einen Zustand, als ob er eben gerade vom Band kommt. Das ist die Qualität, und weil das einfach zu schade ist, dass so ein Wagen rumsteht, haben wir gesagt, dann geben wir einen schweren Herzens ab. War so ein bisschen ein Traum, den ich mir da erfüllt habe, aber ein Auto, was steht, was man kaum fährt, das hat keinen Sinn. Und er hat jetzt 16.000, wie gesagt, gelaufen und das ist nichts. Also war, glaube ich, sogar schon in der Inspektion einmal. War der schon in der Inspektion? Ich glaube, ja. Haben wir einmal machen lassen. Ja, ja, ach, in Hamburg ist das gemacht worden, genau. Ich habe mal eine schöne lange Reise nach Hamburg gemacht mit dem Auto. Hat auch ein großes Schiebedach übrigens hier oben. Also es fehlt nichts, und ich habe mir halt überlegt, das auch geschmacklich schön zu machen. Ich finde dieses zweifarbige Ambiente in diesem beige Leder und hier oben in Tabakleder und außen in diesem ganz dunklen Weinrot, Metallic Burgundy, ich weiß gar nicht, wie die Farbe genau heißt, finde ich richtig edel. Also ich kann euch sagen, dass das englische Königshaus die Autos genau so konfiguriert. Hat mir halt gut gefallen, sieht dezent aus, und hier kauft man, denke ich, ein Auto, was wirklich wertstabil ist. Vor allen Dingen, was interessant ist, diesen 8-Zylinder-Diesel gibt es nicht mehr. Und ich hatte immer ein bisschen Sorge, ob der Größe und ob das Gewicht ist, dass der viel verbraucht. Das ist überhaupt 9,3 Liter. Also das habe ich aufgemessen, konnte er mir wirklich glauben. Ich weiß nicht, kann man das hier irgendwie runterdrücken? Vielleicht kann man das sogar. Also es waren 9,3. Und da habe ich gedacht, das ist ja unmöglich. Also kann ja kaum sein. Ist aber so. Wir haben ja hier noch Defender, habt ihr vielleicht gesehen, 2 Defender, die verbrauchen mehr. Wir haben 4-Zylinder Diesel Defender, der verbraucht 10 Liter. Und der neue 6-Zylinder, der verbraucht so 9,5 oder so. Aber er hier mit dem Gewicht 9,3. Aber diese große Dieselmaschine, die schiebt ja unglaublich an, der 8-Zylinder. Und schade, dass der nicht mehr gebaut wird. Also es ist von den 8-Zylindern einer der letzten überhaupt, die es noch gibt. Und er ist wie neu. Anhängerkupplung hat er auch, also man kann Pferde ziehen damit, Pferdehänger, man kann alles machen mit dem Auto. Ich habe diese Extras alle bestellt, und innen ist er auch Vollleder. Ne? Das sei vielleicht nochmal erwähnt hier, das ist alles aus Leder. Auch der Himmel hier oben, das muss Paul mal zeigen, wie edel das gemacht ist. Alles Leder, fein abgestepptes Leder und Zustand. Guck mal, hier ist Alcantara, neu. Es ist wirklich neu, es ist wirklich ein neues Auto mit einer Top-Ausstattung, und ich finde 150.000 €, wenn ich mir überlege, was heute Autos kosten, voll angemessen im Preis. Ja, also wenn ihr Lust habt, das ist jetzt mal wieder mein Auto gewesen, dann freue ich mich, das an einen tollen neuen Besitzer zu übergeben. Der wird viel Freude damit haben. Und ich denke, die Konfiguration, für mich war das toll so, weil viele fahren ja schwarz rum, das finde ich ein bisschen langweilig. Der ist sehr diskret, Weinrot Metallic und hat innen die Ausstattung. Tja, das ist mein Range Rover. Vielleicht habt ihr Spaß dran. Ansonsten müsst ihr unserem nächsten Film, ist mal wieder ein Ausnahmefilm. Wie gesagt, ist auch kein Oldtimer, ist ein Auto von mir, aber da wir über YouTube eine große Verbreitung haben, haben wir gedacht, das machen wir. Ich habe das letzte Mal mit dem Cayenne gemacht, den ich gefahren habe. Der war auch sofort weg, das wird sicher hier auch sein. Also, alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Stefan Lufschitz und ciao.